Was kommt nach Barbie und Ken? Sehen wir nur noch Spielzeug auf der Leinwand? Als Mattel gehen wir absolut ins Filmgeschäft. Spielzeug, das längst vom Kinderzimmer im Wohnzimmer gelandet ist. Es ist viel mehr, es ist Popkultur. Nach dem Barbie-Erfolg. Max will wissen, was plant Spielzeugriese Mattel derzeit und wie läuft das Geschäft mit den Leinwandhelden. Barbie ist seit 64 Jahren auf der Welt, auch wenn sie nicht so aussieht. Spätestens seit dem Wiedersehen im Film weiß nicht zuletzt Hersteller Mattel, die Lady hat Potenzial. So fährt der amerikanische Spielzeuggigant eine neue Strategie. Wo es lang geht, darüber sprechen wir mit Sebastian Trischer, dem Deutschlandchef. Wir werden sicherlich weiterhin Spielzeughersteller bleiben und verfolgen darüber hinaus aber die Strategie, in anderen Bereichen zu expandieren, wie zum Beispiel Familien, Kinder, Erwachsene in Kino zu erreichen, in Serien zu erreichen, um hier die Begeisterung, die unsere Marken ausstrahlen, auch weiterzugeben. Mattel will zukünftig ein Entertainment-Unternehmen sein. Heißt, das Spielzeug wird zur Unterhaltung und das auf allen Ausspielwegen und in vielen Facetten. Das Neue daran, das Produkt, in dem Fall Barbie, verkauft den Film. Spielzeug macht Kino. Wir haben über ein Dutzend Filme in der Produktion. Rund um die Marke Hot Wheels ist in Produktion, rund um die Marke Uno und noch viele andere. Also 14 an der Zahl. Hot Wheels, das Kartenspiel Uno, Fisher-Price, Polly Pocket. Die Spielzeugpalette hat einiges zu bieten. Langfristig sollen sogar aus 45 Spielzeugen Filme oder Serien werden. Wie gewinnträchtig virtuelle Welten in Kombination mit Spielzeug sein können, dazu gibt es viele Beispiele. Ein nettes Spielzeug der Transformer für 1.500 €. Nicht nur den gibt es bei dem Unternehmen Heo im pfälzischen Herxheim zu kaufen. Insgesamt über 380 Marken vertreibt das Unternehmen. Alles dreht sich um Action und Fantasy. Max Witter, auch für den Verkauf zuständig, erklärt das Geschäft so. Wir leben sehr viel von der Emotion, wir leben sehr viel von dem Wiedererkennungswert. Und eine Statue, eine Figur lässt sich wunderbar verkaufen, wenn die Leute mit einer bestimmten Serie, mit einer bestimmten Lizenz groß geworden sind. Das Unternehmen ist das größte in Europa für Vertriebslizenzen. Über Händler wird das Merchandising verkauft. Allein 150 Kartons stehen hier, in denen The Witcher oder Jokers Freundin aus dem Film Batman sind. Spielzeug nicht für Kinder, sondern Erwachsene mit Sammelleidenschaft. Das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und es wird immer mehr, es wird immer mehr. Die Leute schämen sich nicht mehr. Die Leute gehen verkleidet auf Conventions. Es gibt Personen, die setzen sich 2 Stunden in den Raum und unterhalten sich über eine Hörspielfolge von He-Man and the Masters of the Universe. Steven Zubringer, zuständig für Sponsoring bei Heo, macht regelmäßig YouTube-Videos, unter anderem für Mattel. Auch Social Media hat den Markt angekurbelt. Vor einem halben Jahr wollte kein Sammler Barbie. Jetzt läuft auch die Plastikpuppe wieder vom Band. Die Sammelleidenschaft macht sich langfristig bezahlt. Eine Puppe, die damals 10 Mark gekostet hat, zu der Zeit aus den 80ern, kostet heute jetzt beim Sammler 100 €. Dadurch, dass es jetzt so groß geworden ist und viele Leute diese Nostalgie wollen, kann es passieren, dass eine original verpackte Barbie aus der Zeit, und da ist die Preissteigerung, plötzlich 5.000 € kostet. Zurück zu Mattel. In ihren Studios in Los Angeles wird die Puppe designt und Prototypen entworfen. Geschicktes Product Placement im Film mit neuen Puppencharakteren soll auch den Verkauf im stationären Handel ankurbeln. Die Haare schon immer ein Markenzeichen von Barbie. Wir arbeiten zusammen mit den Designern, die geben uns Skizzen oder geben uns andere Dinge an die Hand, damit aus der Zeichnung ein 3D-Modell wird. Damit erwacht es zum Leben. Mattel schrieb in den vergangenen Jahren immer mal wieder rote Zahlen. Das gehört seit dem Film der Vergangenheit an. Das Unternehmen feierte bereits im letzten Quartal den Aufschwung an der US-Börse. Nun, 3 Wochen vor Veröffentlichung der neuesten Quartalszahlen, zeigen sich Analysten optimistisch. Die neue Strategie scheint aufzugehen.
Um den Film stärker zu vermarkten, haben wir natürlich auch bei Mattel eine Spielzeuglinie dazu, die so gut wie ausverkauft ist. Wir haben darüber hinaus auch andere Partnerschaften, über 165, und auch diese sind in unterschiedlichen Vertriebskategorien so gut wie ausverkauft. Das erlebte auch die Modekette Zara. Alles war weg innerhalb nur einer halben Stunde. Ich fand das so schön und es waren nur 20 €. Jetzt soll es bald eine neue Barbie-Kollektion bei Zara geben. In Verhandlungen ist Mattel auch mit einer Immobilienplattform. Und sie bauen einen Freizeitpark. Wir sind auch dabei, eine Erlebniswelt in Berlin zu schaffen, wo unsere Marken von Mattel live erlebt werden können. Zielgruppe sind Familien und dort können Kinder die Marke Barbie zum Beispiel, Megablocks oder Hot Wheels erleben. Erfolgreich Spielzeug für Kinder und Erwachsene verkaufen geht wohl nur, wenn man Action in die Köpfe seiner Kundschaft bringt.